Kennst du Wasserfallkarten? Ja? Zu kompliziert? Keineswegs. Hier gleich einmal eine kleine Auswahl. In diesem Mini-Album habe ich den Mechanismus eingebaut. Dafür siehst du übrigens eine Anleitung hier auf meinem YouTube-Kanal. Nochmal ein Element für ein Album, das muss ich unbedingt mal fertig machen. Das Designerpapier gibt es schon gar nicht mehr. Hier ist ein Mechanismus drin, auch hier. Oder hier dieses Mini-Album, Wasserfall-Mini-Album. Und die ganz gängige Form, zum Geburtstag habe ich die gemacht mit dem Känguru. Jo, immer wieder sehr beliebt, sehen schwer aus und sind doch total simpel. Passend zum Titel Wasserfallkarte zeige ich dir heute eine maritime Anleitung. Und weil der Wasserfallmechanismus so einfach ist, zeige ich dir gleich eine Kombination. Hier der Wasserfallmechanismus und in Kombination mit einer Easel-Card, also gibt es eine Wasserfall-Easel-Card, gestaltet mit dem Stempelsetten Phantast Fisch, kreative Tage. Gleich geht's los, bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Jo, für unsere Wasserfall-Easel-Card, die wir gleich in einem Querformat machen, weil du siehst, das wird hier ziemlich eng, habe ich gemerkt bei meinem Prototyp. Da unten mit meinem Schleifchen mit dem Band zum Rausziehen, deswegen arbeiten wir heute ein Querformat. Habe ich gedacht, ich arbeite mal mit dem neuen Designerpapier, muss ich gleich mal rüberholen, und zwar heißt das Schöne Natur. Das sind natürlich Bäume, aber ich habe da zwei Seiten gefunden, die geben für mich schon fast eine maritime Landschaft her und deswegen mache ich das genau damit. Habe ich mir schon zugeschnitten, außerdem habe ich mir zurechtgestellt die Farben Abendblau, Marineblau, die sind in dem Designerpapier drin. Celadon, dachte ich mir, passt vielleicht wunderbar mit rein. Und dann so zur Auswahl Savanne, Wildleder und Safrangelb. In der Hoffnung, dass das passt. Jo, dann kann es auch schon losgehen. Ich sage dir die Papierzuschnitte. Am besten du legst dir gleich die Materialien zurecht. Dann kannst du anschließend mit mir gemeinsam basteln. Heute im gechillten Basteltempo. Nach dem Motto Stop and Go, die Play-Taste macht es möglich. Was brauchst du? Stempelsets habe ich gesagt. Stempelfarben habe ich auch gesagt. Papierschneider, ganz wichtig. Klebstoffe. Ein Stück Farbkarton. Ich habe in Abendblau genommen in den Maßen 14,8 mal 21 cm. Für den Easel-Card-Mechanismus noch ein Stück in 14,8 mal 10,5 cm. Als Auflagen für vorne außen drauf in 10 mal 14,3 cm. Und für innen rein, und wir müssen nachher noch schnell zuschneiden, ein Stück in den gleichen Maßen 10 x 14,3 für die Rückseite. Der Mechanismus, dafür brauchen wir ein Stück Tonkarton. Ich habe den extra starken genommen in Rundweiß in den Maßen 6 x 25 cm. Den falzen wir uns gleich. Einen kleinen Streifen, ganz wichtig, nicht zu vergessen, in 2 x 10,5 cm. 4 Quadrate in den Maßen 6 x 6 cm und aus dem Designerpapier, aus dem hellen, hier mit dem schön gestalteten Hintergrund, dachte ich mir, nehme ich mal gleich in 5,5 x 5,5 cm. Mehr brauchen wir nicht. Wir machen jetzt mal die Falzerei und dann geht es auch schon an die Ausgestaltung. So, dafür holen wir uns den Papierschneider hier rüber. Nehmen das Stück Farbkarton, das größte, Schneideklinge weit weg, und legen eine Falzlinie in der Mitte an. 21 ist es, also bei 10,5. Falzen wir. Das funktioniert. Und 10,5 teilen wir nochmal in der Mitte. Das sind dann 5,25, wenn ich mich nicht täusche. Ziehen noch eine Falzlinie und falzen die auch. Kannst du natürlich zusammenziehen. Ich mache das so, damit der Mechanismus klar wird. Ne? So. Hinten nochmal. Dann nehmen wir das Farbkartonstück in den Maßen 14,8 x 10,5 cm und können es schon vorne drauf kleben. Da brennt uns auch nichts an, also kleben wir das schon drauf. Weil wir aber die Papierfalzer noch da haben, nehmen wir mal diesen Mechanismusstreifen noch schnell zur Hand.
Brauchen auch hier das Beinchen nicht ausfalten. Und wir falzen zuerst bei 6 cm. Das ist schon relativ klar, so groß sind ja die Kartonauflagen. Dann im Abstand von 1,5 cm, also die nächste Falzlinie, bei 7,5. Ich habe hier einen Spicker an der Wand. Die nächste bei 9. Und eine bei 10,5. Und das war es auch schon. Das habe ich nicht genannt. Wir brauchen unbedingt noch eine Anhängerstanze. Das heißt unbedingt, natürlich nicht zwingend, aber hier unten, siehst du, habe ich eine benutzt. Ich habe mal eine ältere. Die nehme ich mir mal hier. Das Stück ist 6 cm, das heißt, da steht was über. Ich schiebe das mal rein und vermittle das jetzt hier oben, dass so links und rechts die gleiche Breite übrig bleibt. Irgendwas ist ja wieder ein Hammer. Moment. Da habe ich das Stück reingesteckt, was praktisch dieses längste Stück, wo keine Falzlinien drauf sind, so mittig wie möglich. Unten gucke ich, ob es gerade sitzt. Okay. Und dann stanzen wir auch schon los. Passt gerade. Das ist immer so der Millimeter, der bei mir daneben geht. Misst dir das aus, wenn du dir nicht sicher bist. Die Enden, die hier übrig stehen, schneide ich einfach schön gefällig schräg ab. Etwas hier mal einen Moment nachschneiden. So, Arbeitsplatte putzen wir das schön für dich aus. Und dann werden auch schon die Falzlinien gezogen. Also nachgefaltet, das ist das lange Stück. Die erste Falzlinie hier. Weiterklappen zur zweiten. Dritte. Und die vierte. Ja. Ich arbeite jetzt mit doppelseitigem Abreißklebeband. Und zwar nehme ich mir das hier mal raus und setze auf jeden, siehst alle Streifen, auf jeden Streifen an die obere Kante mein doppelseitiges Abreißklebeband. Einen Streifen quer rüber. In alle 3 Felder, die 1,5 breit sind, und in das große Feld auch. So, haben wir. Dann nehmen wir uns schon diese kleinen Elemente und ich fange von unten an zu kleben. Das erste Feld klebe ich hier deckungsgleich komplett drauf, dass es oben bündig an die Kante geht. Unten natürlich auch bündig, das wäre super. Und dann perfekt. Das zweite abziehen, siehst du es hier, ich halte hoch, so, und dann genau auf die Kante, Falzlinie und dann unten bündig. Wunderprima. So, ein bisschen schief, man kennt das bei mir schon. Und das dritte, oben bündig, passt. Und jetzt endlich das letzte. Genau. Auch wieder ganz wichtig, oben bündig, unten bündig und passt. Kannst du dir das schon vorstellen, wie wir das hier mit einer Halterung, die wir gleich anbringen, frei nachblättern können. Das Element haben wir auch fertig. Dieses präparieren wir uns gleich und hier wird dann ausgestaltet. So, irgendwas vergessen, man weiß es nie. Wir kleben jetzt erstmal für unsere Easel-Card die Teile aufeinander. Dafür nehme ich doppelseitiges Abreißklebeband, setze hier oben eine Kante und hier in der Mitte eine Kante, die Schutzfolie ab und dann passt das auch schon. Ich nehme das und passe das, hier drücke ich das runter, passe das hier unten bündig an und hoffe dann, dass es oben passt. Und das macht es auch. Wunderbar. So, sollte was überstehen, kann man es einfach abschnibbeln. Das Stück nehme ich außen auf und klebe das hier schon mal drauf. Ich weiß jetzt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich dachte gerade, ich hätte einen Fehler gemacht. Es ist immer so spannend, ne? Wenn mir einfällt, es könnte doch ein Fehler passiert sein, dann ist doch gar keiner passiert. Die Rückseite tut mir natürlich schon wieder tierisch leid, dass ich die überkleben muss. Der will gerade nicht. 9 bestellt, also nehmen wir jetzt das doppelseitige Abreißklebeband. 3 Stellen. Heute wird mit doppelseitigem gearbeitet. Mal sehen, wie weit wir kommen. Schutzfolie abziehen. So,
So, und dann müssen wir schauen, dass wir das so rum. Das sind meine Wasserpflanzen. Du weißt ja, meine Bäume sind heute meine Wasserpflanzen. Und dann schön ausgemittelt aufgeklebt. Und das gleiche klebe ich auch gleich drin innen rein. Nochmal das schöne Papier. Muss ich natürlich auch nochmal auf der anderen Seite gestalten. Die ist ja total schick. Und vor allem mit den Bäumen. Aber heute erstmal IT. Und die dritte Schutzfolie. Und auch wieder die richtige Richtung. Hier innen schön reingeklebt. Passt. Flach. Unser Mechanismus wird auch gleich aufgebracht und dann gestalten wir fertig aus. So, das ist eine ganz simple Sache. Wir haben diesen Streifen. Da setzen wir jetzt links und rechts jeweils schmal nebeneinander, so dass wir in der Mitte noch eine Haarrinne haben, nennen wir sie mal, von mindestens 6,5 cm, wahrscheinlich eher mehr. Du siehst es gleich. Setzen wir das hier drauf. So, ich will das mittig liegen haben. Jetzt kann ich mir überlegen, hier habe ich die Schiene, das mal zu zeigen, ganz bündig unten angeklebt. Ich kann das natürlich aber auch drüber kleben, dass hier weniger übrig bleibt. Aber ich fand das so schlecht gar nicht. Ich zeige dir das mal, also ich könnte es auch so hinsetzen. Aber eigentlich, warte mal, sie denkt mal ganz kurz laut. Erstmal muss ich hier unten einen ganz kleinen 10 mm abschneiden, weil es nicht ganz gerade war. Und da guckt da ein minimales Stück Weiß raus. Geht ja gar nicht. Das geht ja nicht. Da es nicht kontrastet, klebe ich es doch in der gleichen Farbe so auf. Okay. Das heißt, ich klebe das gleich fest. Und zwar klebe ich hier aufgeklappt. Hier sind meine 4 Felder. Klappe ich auf. Und an die Innenseite des unteren Feldes klebe ich unten dieses an. Ich könnte das natürlich auch hier zwischen rein kleben. Ist die gleiche Technik, ist das gleiche Thema, ist also egal. Hat den einzigen Vorteil, dass es mir nicht abreißt. Also die Möglichkeit hat es auch. Hier innen rein. Mechanismus funktioniert dann genauso. Wollen wir das machen? Das machen wir. Wenn wir was erfinden, gibt ja immer Varianten. Also hast du beide Varianten gesehen. Ich klebe das jetzt hier innen rein. Sollte es nachher nicht funktionieren, dann tun wir so, als wäre alles in Ordnung. Okay? Jo. Das passt. So, dann nehme ich das Stück und setze das mittig auf. Und dafür habe ich ja hier so ein wunderschönes Raster. Ich weiß, 6 cm sind es. Dann nehme ich hier mein Feld, was ja 10,5 ist. Also müssen links und rechts 2 und ein bisschen überbleiben. Und dann falten wir das da drauf. Und dann haben wir das relativ gut hingekriegt. Und jetzt wird es auch schon hier drüben drauf gesetzt. Wichtig ist, das Einzige, was wichtig ist, dass die 2 Felder auseinandergehen. Und dann schauen wir mal, ob mein Mechanismus so funktioniert. Wenn nicht, hast du wieder aus meinen Fehlern gelernt. So, Klebestreifen weg. Hier möchte ich es bündig haben, da möchte ich es bündig haben und links oben und unten hätte ich es auch noch gern bündig. Also Wünsche ohne Ende. Aber es passt. So, jetzt schauen wir mal. Hier fasse ich an und siehst du, es knurrt wie ein Uhrwerk. Es läuft wie ein Kätzchen. Genau andersrum. So, super, das haben wir. Das ist schon mal prima. Jetzt geht es an die Gestaltung. Du siehst hier die Felder. Und jetzt mal ehrlich, so schlecht ist das mit meinem Maritimen gar nicht hier, oder? Mit meiner Wasserlandschaft, hast du nicht gedacht, ne? So, wir nehmen das Set Fantastfisch. Wir legen uns mal ein Papierchen unter. Ich habe hier lauter übrig gebliebene. Und schauen uns mal die Größe an. Wir hätten also mit Liebe und mehr ein Schwarm lieber Wünsche zum Geburtstag für dich, weil du gigantisch bist. Also,
passt alles vor und zurück, geht überhaupt in jede Richtung. Wir können, ich würde sagen, mit Abendblau stempeln oder mit Marine. Ich nehme doch das Abendblau, hole mir jetzt mal die Stempelei. Bin mir noch nicht ganz sicher mit der Reihenfolge, aber schon mit der Gestaltung. Siehst du, so sehen bei mir abgestempelte Sets aus. Machst du auf und denkst, was ist denn das? So, also mit Liebe und Meer geht schon mal mittig auf dieses Stück. So. Einmal in die Putzkiste, da muss ich auf meinem, ich habe so einen runden Schreibtisch gebaut von einem meiner tollen Söhne. Muss ich einmal im Kreis rumfahren. So, dann hätten wir noch einen Schwarm. Den setze ich ein bisschen nach oben. Also ich bedenke immer so ein bisschen bei der Gestaltung. Es gucken dann an der Seite ja diese 1,5 Zentimeter raus. Wenn ich das hier oben drauf setze, dann ist das eigentlich schon mal super. Also mit dem Anfang bin ich schon zufrieden. Dann setze ich den einen Schwarm lieber Wünsche zum Geburtstag hier so ein bisschen auf diese Seite und werde da den Schwarm dazu setzen. Putzen. Und weil du gigantisch bist, haben wir so oft noch nicht genommen, dabei sind so viele Leute so gigantisch. Weil du gigantisch bist, den setzen wir für dich, weil du gigantisch bist, den setzen wir nach unten und zwar hier hin. Genau, und jetzt überlegen wir, ob wir uns aus dem Set mit den kreativen Tagen ob wir noch einen Spruch finden. Also Geburtstag Hammer, mit Liebe und mehr. Ein Schwarm lieber Wünsche zum Geburtstag für dich, weil du gigantisch bist. Und wir hätten noch, heute ist dein Tag. Warum nicht? Ne? Kann man machen. Kann man nicht? Kann man. So. Heute ist dein Tag. Farbe. Das passt ja alles wirklich richtig super. Und den setze ich in die Mitte, weil so ist es halt. Ne? Jo, passt. Ich bin da relativ zufrieden. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen noch ein bisschen gestalten. Mir ist noch eingefallen, ich könnte ja hier mal so als erstes, warum nicht, den Delfin, nee, was ist es? Ein Wal. Mann. Einen Wal draufsetzen. Jetzt schauen wir so, bis hier, also 1,5 cm etwa von dem Bären an, sehen wir nicht und das möchten wir auch nicht sehen. Also ziehen wir raus und setzen den Wal oben drüber. Was ist eine Walfarbe? Das muss man wählen. Er klebt. Moment. Er hält nicht auf dem Block. Aber jetzt. Ich glaube, die Farbe sieht super aus. Nehmen die jetzt. So, 1,5 cm drüber. Wir ziehen bis hier hin. Jetzt gucken wir. Ich denke, das passt super. Da setzen wir ihn hin. So ist er. Er hat einen weißen Fleck an der Stirn. Ich würde den nochmal draufsetzen und dazu eine Unterlage drunter nehmen. Nur das Problem, dass da oben natürlich etwas Luft ist. So. Entweder schaffen wir es oder wir schaffen es. Wenn nicht, dann ist das nicht wild. Guck mal, ist minimal verrutscht. Können wir mit leben. Aber jetzt sieht er besser aus. Ich bin zufrieden. So, und dazu noch ein paar Wasserblasen. Da gehen wir mal ausnahmsweise. Setzen wir die mal so hier oben. Jetzt machen wir das anders. Jetzt kommt das weg. Das schieben wir ein Stück. Und dann setzen wir die einfach so minimal hier oben ran. Fertig. Das ist schon mal schön gestaltet. Der Wal kommt dann zum Vorschein. So. Passt. Jetzt hätten wir mit Liebe und Meer außen drauf den Schwarm. Dann nehmen wir einen Schwarm, den suchen wir uns. Ich sage jetzt nicht, der Schwarm ist weg. Nein. Doch. Der Schwarm ist nicht weg. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Hier ist der. Den setzen wir hier mit dem Celadon. Einmal lassen wir den hier durchschwimmen. Den passt. Für dich, weil du gigantisch bist,
Da habe ich jetzt nicht so richtig einen Plan, aber in gewisser Weise finde ich Schildkröten mega gigantisch. Und jetzt schaue ich mal, wie eine Schildkröte am besten kommt. Ich nehme sie jetzt mal in Wildleder. Das ist auch bald alle. Muss ich mal Farbe nachfüllen. Aber ich glaube, ich setze die in Wildleder hier drauf. Und zwar hier so. Die darf ruhig ein Stück rausgucken, weil da sieht man, dass da noch was kommt. Ja, die ist super. Und dazu geht noch eine kleine Wasserpflanze. Mal das Celadon, weil es so eine tolle Farbe ist. Und ich glaube, das kann man ruhig so ein bisschen hier rausgucken sehen. Und so, das mit den Wasserpflanzen aus, super. Und heute ist dein Tag. Ich weiß nicht, ich wollte schon immer mal Seepferdchen stempeln, die kommen gleich. Das gefällt mir total mit diesem grünen Celadon. Passt perfekt. Ist dir das zu Ton in Ton? Ich frage mal so, du kannst mir das ja immer kommentieren. Bin mir da nicht ganz sicher. Oh, was soll's, ne? Jetzt ist es so. Ich wollte mal gucken, mal einfach nur so eine kleine Übung, wie das Safrangelb sich hier mit Seepferdchen machen würde, so als kleiner Kontrast. Ja, warum denn nicht? Mensch, das kann man doch mal machen. So, du siehst schon, hier wird mich getobt vor lauter Freude der Kreativität. Ein Herz haben die auch noch. Das ist der Hammer. Alles nicht mitkriegt. So, das Herz. Jetzt erstmal die Wasserblasen, die werden wir mal gucken, dass wir die noch so ein bisschen unterbringen. Auch hier, warum nicht? Sieht man gleich mal, dass da noch was nachkommt. Das Designerpapier passt so perfekt. Hat wieder keiner gedacht, aber ich muss noch ein bisschen. Ich bin noch nicht fertig mit Spielen. Kleinen Moment noch. Dauert nicht mehr lange. Gleich geschafft. So. Wunderbar. Ich bereite ja vorher immer alles so exakt vor. Und wenn ich da mitten im Arbeiten bin, merke ich also schon, dass ich was dramatisch vergessen habe. Mehreres, aber das kriegen wir trotzdem hin. Erstmal habe ich hier ein bisschen blau geschmiert, da muss nachher was Schönes drauf. So, mit Liebe und mehr geht oben auf. Okay. Ich nehme jetzt hier mal einen anderen Klebstoff, den ich gerade auf dem Arbeitstisch liegen habe. Hast du eigentlich gemerkt, dass mein Bildschirm so viel, viel schöner ausgeleuchtet ist als früher? Das habe ich dem Besuch von meinem Filius zu verdanken. Der Stempelnerd hat hier mal so ein bisschen bei der Mutter Technik aufgerüstet und die Mutter ist ganz begeistert. Heute ist dein Tag, ist das letzte unten, also ziehen wir das mal komplett rum und setzen hier heute ist dein Tag rein. Auch dann weiterschieben. Nächstes Feld. Da kommt die Schildi. Ach, ich liebe Schildkröten. Demnächst kommt ja mit der Schildkröte. Montag gibt es, vielleicht ist das schon durch, wenn du dieses Video siehst. Ich weiß immer nicht genau, wann ich was hier time. Gibt es ein Mutter-Sohn-Battle. Sehr interessant. Wir arbeiten beide mit der Schildkröte und beide basteln wir eine Karte mit Lesezeichen. Ich bin total verliebt in dieses Designerpapier mit den Farben und diesem Stempelset, ehrlich. Das ist der Kracher. So. So, jetzt mal einmal zeigen. Es kommen noch Schmucksteine hier links und rechts drauf. Jetzt ziehen wir raus mit Liebe und mehr. Ein Schwarm lieber Wünsche zum Geburtstag. Für dich, weil du gigantisch bist. Heute ist dein Tag.
Und jetzt kann ich dir sagen, was ich falsch gemacht habe. Das lassen wir jetzt aber so. Das ist ja kein Drama. Es ist ja eine Easel-Card, die kann ich hinstellen. Und ich wollte natürlich die Texte passenderweise nach unten haben von der Richtung her. Ich schaue mal, ob ich das nachher nochmal repariere. Das kann passieren, aber wie gesagt, es ist ja immer das Gleiche. Du lernst mit meinen Fehlern. Dann passiert dir das nicht. Ist es nicht schön? So, und jetzt nehmen wir die kreativen Tage. Moment, hier ist noch Grünzeugs. Kreative Tage. Erstmal schauen wir, was wir hier so vor uns hinliegen haben, ob was passt. Wunderbare Sache. Dieses Stück passt schon mal. Das wird unsere Rückseite hier hinten. Genau. Da setzen wir gleich noch ein bisschen was an Gestaltung drauf. Und dann nehme ich aus diesem Stempelset, denk dran, derjenige, der es kriegt, ist ja das Geburtstagskind, passt es da nicht so, also kommt der wichtige Termin, den lege ich mir mal hier hin. Ich nehme mir einen kleinen schmalen Stempel, drücke ihn hier drauf, dann kommt das gerade. Und dann das Abendblau, passt jetzt wieder super. Und ich setze es hier unten hin. Gerade passt. Einmal putzen, einpacken, weiter geht das. So kommt es hin. Rückseite ist auch klar. Innen rein ist noch nicht klar, da braucht man gleich den Papierschneider nochmal. Nichts durcheinander bringen. So. Die Rückseite. Da kommt jetzt wie folgt hin. Minimal einmal den Fischschwarm. Den hatten wir so schön in Celadon. Und dann, wobei ich nehme ihn jetzt mal in Abendblau. Richtig rum, sonst schwimmen sie auf dem Kopf. Ich muss nicht sagen, was das bedeutet. Das wäre nicht so schön. Und dazu ein wenig Grün. Was haben wir hier? Nehmen wir mal, eben hatte ich das so eine kleine Grünpflanze. Oh, so, die nehmen wir in Celadon. Ein Stempel, auf damit. Super. Also ein bisschen grün gestaltet. Und damit ist die Rückseite auch fertig. So. Einmal Abreißklebeband drauf. Du siehst, hier sind Schildkröten aus dem anderen Stempelset vom anderen Projekt. Das längst verarbeitet. So. Ich mache manchmal Elemente doppelt und entscheide dann, was das Schönere ist. So. Also was mir besser passt. Jetzt habe ich wieder das Problem, was ich eben schon hatte. Du erinnerst dich. Ich habe die Gestaltung falsch rum gemacht. Ich zeige das jetzt nur. Ich würde es hier aufkleben, aber ich muss es natürlich so rum gestalten. Und wenn ich das jetzt aber quer aufklebe, funktioniert nicht. Also die Sache arbeite ich nochmal nach. Achte auf mein Haupt. Das wird so nix. So, jetzt lege ich das, also stelle ich das mal hier hin, lege es so hin. Du weißt Bescheid. Ich wollte diese Elemente quer kleben. Auch das ist schief gegangen, aber das hilft dir jetzt ja nicht weiter, wenn ich das nur sage. Und jetzt brauche ich noch einen Aufsteller. Und da ist mein Plan, dass ich die kreativen Tage nehme. Ein Kalendarium stempel. Du siehst das hier. Wie das geht, zeige ich in einem weiteren Video. Das Kalendarium. Du kannst also jetzt alles andere nehmen. Das werde ich aufstempeln auf ein Stück 7 x 7 cm. Ich glaube, da komme ich besser hin. Und dann klebe ich es mit Abstand auf. Und du siehst hier, ich habe die Abstandsklebestreifen genommen, weil das wirklich höher wird am Ende. Das mache ich dann später fertig, weil ich weiß einfach noch nicht, für welchen Monat, für welchen Anlass diese Karte sein wird. Aber wie es geht, zeige ich dir hier. Und der Vorteil bei dieser Karte ist, du siehst es ja, die Schleife geht dann zur Seite raus. Und der Teil ist wunderbar gesichert. Jo. Soweit. Und da du siehst, kennt man ja schon von mir, da geht auch manchmal was schief. Aber wir finden immer Lösungen. Also hier, das korrigiere ich gleich nochmal. Das ist eine Sache von einem kurzen Moment. Meine Aufstell-Wasserfallkarte.
So geht das lang. Perfekt. Und hier wäre nochmal das Element. Wie man mit dem Kalender stempelt, wie gesagt, zeige ich in einem nächsten Video. Und der Stempelnerd zeigt es auch. Jo, fertig ist mein Projekt. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann gib mir einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal. Dann verpasst du keines meiner weiteren Videos. Dafür wichtig, musst du auf die Glocke klicken und dann nochmal auswählen, dass du alle Videos nehmen möchtest. Alle verwendeten Materialien sind von der Firma Stampin' Up. Du kannst sie direkt über mich bestellen. Gern beantworte ich dir all deine Fragen dazu. Alle Maße zu meinen Projekten findest du auch auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de. Ich wünsche dir kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Deine Angela von der Stempelfamilie.